Es gibt definitiv Drone-Musik, die, wie der Name schon sagt, also einfach steht, also auch so Flächen, also sehr, sehr flächig, ausschließlich flächig ist und quasi strukturlos und zeitlos, in dem Sinn, dass man einfach rein kann und wieder raus kann. Meine Musik ist strukturierter, meine Musik ist melodiöser, meine Musik ist dynamischer. Es ist nicht nur die Musik bei mir, es ist halt auch das Visuelle und eben das von den Titeln her und so und von der Stimmung her halt alles sehr stimmig. Es gibt keine Texte, aber es gibt halt Titel für die Tracks halt und ich glaube auch, dass die Stimmung halt den Titeln entspricht vielleicht sozusagen. Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, halt auch Artwork und Videos zu machen und so, weil ich den Hörern mehr oder weniger halt vorgeben kann, was sie halt so sehen, wenn sie die Musik hören sozusagen. Ja. Also wenn du jetzt irgendwie die Platte anhörst und das Artwork anschaust, dann hast du beim Anhören immer irgendwie das Artwork im Kopf oder so. Also ich versuche jetzt nicht irgendwie irgendwelche Fantasiewelten zu erschaffen oder irgendwas, sondern es ist einfach, also dieses Düstere und so, das ist halt das, bin halt ich und so. Und die Inhalte, die ich so transportiere, das ist auch manchen einfach zu viel. Es gibt im Gegenteil, in diesem nihilistischen No Audience, Noise Underground, da gibt es Leute, die sagen dann, meine Sachen sind zu bedeutungsschwanger oder so irgendwie. Also für mich ist die Welt, die ich so erschaffe, quasi also mit meiner Musik und sagen wir, den Inhalten und visuell und halt den Titeln und so, das resoniert halt, also das ist halt mein Leben sozusagen, das spüre ich, dass das, jetzt wird es halt so esoterisch, aber es schwingt halt, also es resoniert halt mit mir als Person, es ist nichts Erfundenes oder so. Das, was gelingt leicht bei mir sozusagen. Und das, was nicht leicht fällt, das muss ich wegschmeißen dann wahrscheinlich. Und das ist ja zum ersten Mal so, seitdem ich jetzt, also bin ja schon nicht mehr so jung und mache schon lange Musik und jetzt eben in den letzten Jahren das erste Mal, dass mir halt Sachen leicht fallen wirklich und so, also so irgendwie quasi einfach entstehen und so, wo ich auch
Es ist irgendwie irrelevant, ob man Künstler ist oder nicht. Man hat also selber zu verantworten, von wem man sich bezahlen lässt oder wem man unterstützt mit seinem Image. Wenn ein unsympathischer Konzern wie Red Bull will, dass ich zur Imagepflege irgendwie herangezogen werde, dann sage ich halt nein. Ich habe mit Leuten geredet, denen das egal ist. Diverse Künstler in der elektronischen Szene in Wien, die sagen, sie würden sich auch von der FPÖ bezahlen lassen. Aber ich möchte auch nicht, wenn man mich sucht im Google, dann auf der ersten Seite auf irgendeiner Red Bull Homepage zu finden sein. Und mir ist es wichtig, ich habe eine starke Meinung als Privatperson, eine politische Meinung, und das trenne ich nicht von meiner künstlerischen Persönlichkeit. Und ich will auch noch in den Spiegel schauen können als Künstler und als Privatperson, und deswegen verzichte ich lieber auf, es ist auch gar nicht schwer darauf zu verzichten, auf irgendwelche halbseidenen Sponsorings, die mir weniger bringen als der Firma. Und also ich war bei diesem Basecamp, Red Bull Basecamp vor 2 Jahren oder so, das ist diese lokale Music Academy mehr oder weniger. Und das hat mir halt, ich habe sehr gezögert, die Einladung anzunehmen, und dann habe ich es halt gemacht. Das hat mir so einen Rest gegeben, und das war noch bevor überhaupt sich herausgestellt hat, der Mateschitz für ein Mensch ist eigentlich. Also da war es nur die reine Großkonzernebene. Und das war für mich schockierend, wie unreflektiert dankbar alle dort waren, dass sie für eine Möglichkeit haben, dass sie da in einem Hotel in Wien wohnen dürfen. Also seitdem ist mir klar, wie blöd das ist eigentlich. Nach den ersten paar Gigs, was sich herausgestellt hat für mich, ist, es funktioniert nur, wenn einfach ein Raum entsteht zwischen dem Publikum und mir, und wir uns einfach gemeinsam drin aufhalten. Und ich schaue auf keinen Bildschirm oder so, es laufen vorgefertigte Spuren, aber es ist nichts vom Computer oder so, und ich drehe halt an meinen Knöpfen und so. Das ist sehr, sehr intuitiv, das Ganze, und ich spüre das schon, ob es funktioniert oder nicht, und wenn es funktioniert, dann ist es halt so ein gemeinsames Ding. Das Feedback nach meinen Konzerten ist, das teilt sich ein in die Nerds, die dann kommen und sagen, ja, so, das ist echt super, aber ich hätte es vielleicht so und so noch gemacht. Es gibt die, das überrascht mich immer, die eben dann so sagen, sie waren so tiefenentspannt und so. Ich habe aufgehört zum Spielen, und ein junges Mädchen ist einfach am Boden liegen geblieben, hat sich nicht mehr bewegt. Und es haben sich ein paar Leute um sie gekümmert und so, und die ist dann halt irgendwann zu mir gekommen und hat irgendwie gemeint, ich habe sie komplett zerlegt irgendwie oder so. Aber sie war halt so, aber sie war so, sagen wir so, nicht undankbar irgendwie. Also es ist ja auch, ich meine, vielleicht war das auch das, was sie gesucht hat in dem Moment oder so. Also hat sie sich vielleicht dann besonders reinkippen lassen oder so. Ich habe von Anfang an beim Live-Spielen, das hat man ja nur beim Live-Spielen, noch nicht bei den Tonträgern, irgendwie gemerkt, ich bin da irgendwie an was dran, so, weil die Resonanz echt, die war Wahnsinn einfach immer so vom Publikum her. Seitdem glaube ich irgendwie erst so an meine Musik, seitdem ich eben angefangen habe Live-Spielen vor 3 Jahren oder so. Und das von Anfang an super funktioniert hat so.